Hallo Freunde! Um die Kälte zu überleben, fand die Katze im Keller des Hochhauses einen Platz für sich. Eine ältere Frau, die im Haus lebte, fütterte sie gab der Katze einen Namen, eine Morenka. Im Dezember hatte die Verwaltungsgesellschaft plötzlich alle Spalten eingemauert, die in den Keller führten. Die Morenka saß am Eingang und wartete auf ihre Amme, aber ihre Großmutter hörte auf, nach draußen zu gehen. Ein paar Tage später versammelten sich viele Leute am Eingang, und bald begannen die Omas Dinge aus der Wohnung zu nehmen. Die Katze hat ihren Ernährer nicht mehr gesehen. Die Morenka hat das Haus mehrmals in vergeblichen Versuchen umgangen, einen Eingang in den Keller zu finden. Nachdem sie das Schlupfloch nie gefunden hatte, ging sie in den Eingang, um sich zu sonnen, aber die Leute vertrieben es. Die Katze war sehr gefroren, sie lief in der Nachbarschaft herum, in der Hoffnung, Zuflucht zu finden. Bei ihrer Suche vor dem Geschäft sah sie einen Mann. Als die Katze zu dem Menschen lief, begann sie sich an seinen Füßen zu reiben. Der Mann beugte sich vor, um das Tier zu streicheln, und es hörte, dass es einen unangenehmen Geruch davon hatte. Der Mann roch nach Alkohol, aber Morenka wusste nicht, was es war. Die Katze wollte zur Seite gehen, aber der Mann kletterte in die Tasche und holte ein Stück Wurst heraus, das sie nicht ablehnen konnte. Der Mann, der stark nach Alkohol roch, war der Einzige, der beschloss, der Katze zu helfen. Die Morenka aß schnell, sie frierte stark ein und die Notwendigkeit, still zu stehen, verschärfte die Situation. Satt geworden, begann die Katze, ihren Wohltäter sorgfältig zu betrachten. Der Mann war seltsam gekleidet, eine Tupfelmütze, die auf die Augen fällt, hat keine Größe, ein Schal, der das Gesicht bis zu den Augen bedeckt. Passanten versuchten, den Mann mit der Seite zu umgehen, aber in der Zwischenzeit hob er die Morenka vom Boden auf und versteckte sie unter dem Tölpel. Die Katze fühlte sich zum ersten Mal seit langer Zeit warm an. Sie war warm und gut, also hörte sie auf den unangenehmen Geruch zu achten. Die Katze schlief ein, aber durch den Schlaf fühlte sie, dass der Mann irgendwo hinging. Als Murka aufwachte, war sie in einem unbekannten Raum, und der Mann schüttete ihr das für das letzte Geld gekaufte Futter aus. Das Haus war einfach, aber sauber. Ein Mann, der kein Haus hatte, dürfte nicht lange hier wohnen. Der Mensch überflutete den Ofen, die Katze setzte sich sofort an der warmen Unhöflichkeit fest und genoss die Wärme mit geschlossenen Augen. Die dreifarbige Katze hat ihrem neuen Besitzer Glück gebracht. Nach einem Monat gelang es dem Mann, Arbeit zu finden, nach 3 weiteren konnte er eine Unterkunft für sich und Moki mieten. Die Katze ist bei dem Mann geblieben, sie trifft ihn von der Arbeit, setzt sich auf die Knie und spielt mit Spielsachen, für die ihr Besitzer nie Mitleid mit Geld hat.